Hallo meine Lieben und willkommen zu einem neuen Vlog. Ihr seht schon, ich sitze schon im Auto, wir fahren nämlich los und ich nehme euch wieder mit durch unseren Alltag. Als erstes geht's heute nämlich, wohin geht's? Wie heißt das? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall, ich hatte das glaube ich euch mal, ich weiß gar nicht, ob ich es auf Instagram oder hier gezeigt hatte. Ich hatte euch mal gezeigt, ich habe hier alte Videokassetten von der Krankenhauszeit, von den Kindern, wo sie Babys waren, Malik, Musa und die Sechslinge zu Hause. Was haben wir hier noch? Hier die ersten Tage im Krankenhaus. Das hatten wir alles selbst mit unserer ja damals Oldschool-Kamera gefilmt. Und diese Aufnahmen lasse ich nämlich heute digitalisieren, beziehungsweise ich gebe die dann ab. Und was ist denn das? Das ist so ein Filmstudio, irgendwas auf jeden Fall. Die digitalisieren solche alten Aufnahmen. Da bringe ich die hin. Ich hoffe, ich kriege die schnell und kann ja euch dann vielleicht auch mal ein schönes Video zusammenschnippeln, wo man ja so ein bisschen einen Rückblick macht und wo man sieht, wie denn eigentlich so damals die Zeit war. Vor allem ja eben auch diese Krankenhauszeit und so. Diese Aufnahmen haben wir uns ja letztens auch angeguckt und das war so witzig, weil ich da gelacht habe. Ich habe da wirklich wie gevloggt, ne? Also ich habe da gesagt, ja, wir sind jetzt hier und wir sind jetzt hier beim Inkubator von Ahmed und so. Und das war, ja, war auf jeden Fall witzig, wusste ich gar nicht, dass es so war. Und ja, das ist der erste Stopp, dann muss ich heute ein bisschen was einkaufen, ja, ein paar Erledigungen machen und dann eigentlich, ja, aber ich nehme euch ja mit, dann werdet ihr sehen, was heute so alles Schönes passieren wird, hoffentlich. So, ich habe die Videokassetten abgegeben. Ich habe jetzt hier nämlich, ich hatte das gegoogelt, das heißt Filmstube Berlin, also falls ihr sowas auch machen wollt. Ich weiß, dass es auch Fotostudios anbieten, aber ich wollte es ein bisschen professioneller, sage ich jetzt mal. Da kann man sich nämlich auch die Qualität auswählen, also dass es sogar eben in einer besseren Qualität dann umgewandelt wird. Und ja, jetzt habe ich die abgegeben. Was meint ihr? 2 bis 3 Wochen dauert es. Ich habe jetzt 11 Kassetten abgegeben. Das wird ungefähr 230 € kosten. Finde ich vollkommen okay. Und ja, da bin ich echt gespannt und freue mich drauf. Und wir müssen uns ein paar Wochen noch gedulden. Jetzt geht's weiter. Wir essen jetzt was Leckeres, ich was Gesundes. Medium nicht ganz so gesund. Ein Söllesen. Halloumi-Burger. Ich lache Medium aus, ihr ist da sind so gesunde Sachen drin. Too healthy? Sag mal. So wie rote Beete. Oh lecker, ich liebe rote Beete. Yummy, gesund. Yummy. Ja. Oh, da beiß ich auch gleich rein. Sieht richtig gut aus. Meins sah gerade schön aus, jetzt habe ich alles zusammengemischt, jetzt sieht es nicht mehr schön aus. Was hast du gemacht? Hast ja den ganzen Garten hier aufgeräumt. Ja. Nach dem Sturm war ja richtig viel, ne? Mit den ganzen Jungs. Ja, haben die geholfen. Zeig mal, was hast du Schönes gemacht? Alle Äste weggemacht. Schön, oh, hier sah es ja nach dem Sturm, ne? Wir warten ja jetzt wie viele Tage hier, dieses Sturmwetter, die ganzen Äste und so. Oh, schön.
Ja, schön sauber gemacht. Ja, da kann man nämlich gleich sehen, diese ganzen... Ah, okay. Da hatte ich das Auto eigentlich zugemacht. Den Rasen alles sauber gemacht, da. Alles Ja. Hier Sehr den neuen schön. Baum reingemacht hier. Ha, Der ist neu hier. ja. Sehr schön. Der nette. Ja, das war hier. Dieser ist nämlich während des Sturms, ist er umgeknickt und lag dann hier auf dem Gehweg. Mussten wir abschneiden. Da liegt er jetzt. Jetzt liegt er da, ja. Das ist die nicht so schöne Seite, ne? Hier jetzt langsam wird das Wetter schön. Jetzt geht die Gartenarbeit los, Stimme. Das wird hier alles Gemüsebeet, ne? Die Äste, was vom Wind noch runterhing, habe ich abgemacht. Da sind die. Ja. Oh, waren so viele? Aus der Palme habe ich jetzt 2 gemacht. Meinst du, da weiß wächst nicht, noch was? ob So, hier. das ist aber echt, Da ne? kommt Erdöl raus. Da kommt Erdöl. Das musst du zumachen. Du weißt, wie ich bin, ne? Gut, dass es ein bisschen weg vom Weg ist, aber ich würde da als kommt auch ein erstes Lehmofen. reinfallen. Ja, viel Spaß dabei. Tander. Tandır. Das wird ein türkischer Tandır-Lehmofen. Ich bin sehr gespannt. Brote backen kannst du an die Wände. Oh, wow. Brote backen an die Wände. Heute ist, was ist heute? Mittwoch. Ich habe gerade eben ein Reel abgefilmt, also ich ziehe mich gleich wieder um, also nicht wundern. Haben wir jetzt ein cooles Reel gemacht. Ich glaube, wenn ihr den Vlog seht, dann ist es schon bei Instagram, also könnt ihr gerne vorbeischauen. Auf jeden Fall habe ich heute, ich habe das euch nämlich im letzten Vlog nicht erzählt, ich war nämlich schon letzte Woche das erste Mal bei der Physiotherapie für meinen Kiefer. Also wer hier schon regelmäßig die Vlogs guckt, weiß ja, dass ich jetzt seit 2 Jahren ungefähr Probleme habe, weil ich nachts meinen ganzen Stress verarbeite, indem ich meinen Kiefer schön zusammenbeiße. Also es ist nicht knirschen, sondern bei mir wirklich beißen. Und es hat bei mir ganz, ganz viele Sachen verursacht. Also ich hatte wirklich ganz schlimme Beschwerden, Nackenverspannung. Das war so, wirklich, ich war komplett so weg vom Fenster. Also es ist wirklich, das darf man nicht vernachlässigen, sage ich jetzt mal. Und ich wusste auch gar nicht, von was das ist. Also ich habe wirklich dank euch eigentlich, beziehungsweise auch über Instagram, den Tipp bekommen, dass es vom Kiefer kommt. Ich wusste das nämlich nicht mal und habe mich gewundert, warum ich so viele Beschwerden habe. Auf jeden Fall habe ich jetzt schon die ganze Zeit auch eine Schiene, die trage ich nachts, aber die ist halt eher so ein bisschen Schutz für meine Zähne, aber nicht wirklich, dass die mir hilft, das Problem zu beseitigen. Deswegen die Beschwerden kommen und gehen. Halt mal ist es schlimmer, mal ist es weniger schlimm. Ich merke auch, liegt auch ganz schön am Stresslevel. Natürlich muss ich da die Ursache bekämpfen. Das versuche ich auch schon. Ich will euch mal demnächst meine Morgenroutine mal zeigen, weil ich finde, die tut mir gerade richtig, richtig gut. Wenn ihr die sehen wollt, schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte eigentlich, die Physiotherapie, wo ich letzte Woche schon war, das erste Mal. Erstmal dachte ich so, oh, voll schön. Die hat angefangen, meinen Rücken zu massieren mit so einer heißen Rolle und so. Ich dachte so, oh, das ist ja toll. Dann hat sie angefangen, meinen Kiefer zu bearbeiten und ich nur so, aua. Also es war echt, die hat hier so gedrückt, geknetet. Dann hat sie auch von innen mit dem Finger so reingedrückt und von hier gedrückt. Boah, also angenehm war das nicht. Das war wirklich schon eine Tortur. Ich dachte nur so, aua. Aber es hat wirklich geholfen. Also ich hatte danach direkt auch wirklich schon diese Entspannung gemerkt, weil ich habe halt immer diese Spannung im Kiefer. Ich spüre das halt. Es ist halt immer hier so ein Ziehen und Druck an der Muskulatur. Das merkt man halt. Und es war da schon auf jeden Fall gelockert. Deswegen freue ich mich auch heute auf die nächste Sitzung einigermaßen. Ich werde dir sagen, weil mein Gesicht hat wirklich 2 Tage wehgetan. Ich sage euch, wie mein Gesicht danach wieder aussehen wird. Es wird hier wahrscheinlich wieder alles knallrot sein. Es war nämlich den ganzen Tag richtig rot. Aber Hauptsache, es hilft. Sie will mir auch ein paar Tipps und Tricks zeigen, was ich auch zu Hause machen kann, um diese Verspannung zu lösen. Deswegen bin ich da gespannt. Also das steht eigentlich heute nur an. Und ich glaube, wir machen uns gleich, ich ziehe mich erstmal um und wir haben noch ein bisschen Zeit. Wir machen uns die Acai Bowl. Falls ihr den Vlog von letzter Woche gesehen habt, wir haben ja die berühmte Jindawi Bowl probiert. Von Juicery war das, ne? Und es hat uns ja doch geschmeckt und irgendwie hängt es bei uns im Kopf die ganze Zeit. Ich weiß nicht warum, dass man will doch die andere Bowl probieren und andere meinte, die und die ist noch lecker. Auf jeden Fall habe ich gestern beim Einkauf eben bei Rewe entdeckt, dieses gefrorene Acai-Beeren-Püree. Und ich versuche das heute so ein bisschen nachzumachen. Ich habe ja gesehen, was so auf der Zutatenliste da stand. Ich versuche es nachzumachen. Mal gucken, ob es was wird. Wir werden es sehen. Ich bin echt gespannt. Weil wenn es dann auch so lecker schmeckt, dann muss man nicht extra da so weit fahren, sondern machen wir uns die selber zu Hause, ne, Mariam?
Ja, also es war nicht ganz günstig, es ist so ein Zweierpack, ich zeige es euch mal, war 3,99, aber ist halt eben, diese Acai-Beere ist halt nicht ganz günstig. Von daher, ja, aber erstmal ziehe ich mich um und ich habe mit meinen Schuhen hier alles dreckig gemacht und muss die erstmal sauber machen. So, ich mache jetzt meine erste Acai Bowl. Ich bin gespannt, ob das funktioniert. Ich werde wahrscheinlich viel rumexperimentieren, aber falls ihr gute Rezepte kennt, dann schreibt sie mir gerne in die Kommentare. Ich habe ja, wie gesagt, hier das bei Rewe gefunden, dieses Acai Püree. So sieht das Ganze ja aus. Ich habe voll oft sowas immer gesehen bei Instagram und so. Aber ich weiß nicht warum, ich habe das halt nie gemacht. Dann habe ich eben geguckt, jetzt auf der Seite da, wo wir waren bei Juicery, was in dieser Blaubeerbowl drin war. Weil hier ist zum Beispiel auch ein Rezept, wo jetzt zum Beispiel Banane reinkommen würde, Blaubeeren, Agavendicksaft, Kokosmilch und dann natürlich Toppings. Ich weiß nicht, bei dem, ob das Kokosmilch sowas gemeint ist oder halt diese, so wie Hafermilch, Mandelmilch, Kokosmilch. Das weiß ich nicht. Und wahrscheinlich wird das eh zu wenig Flüssigkeit. Dann mache ich einfach Hafermilch. Probiere es jetzt einfach mal. So, und nächste Mal dann anders. Wir machen aber, weil bei der Juicery konnte man ja sehen, was in dieser Blueberry Bowl drin war. Da waren Datteln. Ich nehme jetzt Dattelsirup, weil ich will, dass das Ganze auch schön fein wird. Ich habe auch diesen Shake Mixer, aber ich glaube, der ist jetzt ein bisschen besser dafür geeignet, weil das Ganze ja ein bisschen fester wird und nicht so flüssig wie jetzt so ein Smoothie. Deswegen mache ich es lieber hier. Dann werde ich das Ganze mit Dattelsirup süßen. Dann stand da Mandeln. Ich werde aber Mandelmus nehmen, weil wenn ich jetzt Mandeln rein tue, dann wird es auf jeden Fall nicht ganz fein. Deswegen mache ich es jetzt mal so. Vanille war drin, machen wir Vanille rein. Avocado machen wir rein. Dann Banane, Heidelbeeren, tiefgefrorene und auch noch ein paar Erdbeeren. Also das stand alles, dass das... Achso, nee, da war auch noch Grünkohl drin. Ich habe eigentlich eingefrorenen Grünkohl, aber mein will jetzt... Nicht, dass ich da Grünkohl reinmache. Deswegen machen wir es jetzt mal ohne Grünkohl, also mit den Zutaten. Ich bin echt gespannt, ob das was wird. Ich mache jetzt mal einfach nach Augenmaß hier alles rein. Du isst ja, ne? Und Papa will auch probieren. Dann nehme ich jetzt diese 2 Dinger. Dann nehmen wir Blaubeeren. Damit, wenn du hier schon so rumstehst, dann kannst du gleich wieder runterrücken. Ich mache nach Augenmaß einfach so. Ein bisschen so. Ein bisschen Erdbeere. Wir machen ja auch noch frische Erdbeeren als Topping. So, wie viel? Eine Banane? Weiß nicht. Ja, weil das stand eigentlich halbe Banane für diese Dings. Dann machen wir eine Banane. Ja. So. Wir haben übrigens hier falscher Alarm Corona-Kinder zu Hause. Also Malik Musa war jetzt positiv gewesen, ohne Symptome, ohne nichts. Also auch PCR, Schnelltest PCR. Und dann war jetzt Adem und Ahmed in der Schule, waren die jetzt positiv. Und dann dachte ich, ja klar, ja, bei Malik Musa und so. Aber wir haben jetzt nochmal, sind wir jetzt gegangen in die Teststation und da waren die jetzt negativ. Von daher, keine Ahnung, diese neue Variante ist ja jetzt irgendwie komisch, ne? Dann nehmen wir Avocado. Ich weiß nicht, ob wir eine halbe oder eine ganze nehmen. Das ist nicht so viel. Wir nehmen eine ganze. Das ist schön cremig und das macht die Fettigkeit ist auch nochmal vorteilhaft. Also es ist schon eine vollwertige Dings, ne? Wir haben hier gute Fette in Form von Avocado. Wie gesagt, ich kaufe mal nochmal diese in Kokosmilch, aber ich mache jetzt mal einfach die rein, die ist jetzt fettreduziert. Vielleicht soll ja, glaube ich, auch nochmal diesen Geschmack, glaube ich, auch geben, oder? I don't know. Wir experimentieren mal. Oh ne, das ist doch schon viel Flüssigkeit. Nee, ich glaube, wir brauchen doch nicht dann zusätzlich noch Flüssigkeit. Dann zum Süßeln. Dattelsirup. Süßeln, ja, wir süßeln das Ganze. Ich weiß nicht wie viel, ich mache mal einfach. Reicht. So, dann, achso, da war ja Vanille. Wir machen Vanille rein. So, einen guten Schuss. Gute Fette in Form von Mandelmus. Oh, das sieht jetzt schon gut aus. So. Ja, davon kann man nicht genug kriegen. Ja. So, jetzt bin ich mal gespannt. Ich bin gespannt. Hadi Bismillah nochmal. Ja, guck mal, da ist noch die Acai ist noch gefroren.
Wir rühren mal. Ja, dafür braucht man schon einen guten Mixer, ne? Ich meine, es soll ja nicht flüssig werden. Ich glaube, die Acai-Dings hätte ein bisschen auftauen sollen. Also, Konsistenz ist perfekt, aber es war voll der Struggle. Also, wer diese Acai-Beere-Püree kauft, taut es vorher auf. Also, einfach dieses Plastiktütchen ein bisschen in lauwarmes Wasser legen. Das war richtig hart. So, jetzt muss ich mich aber beeilen, weil wir müssen los. Ich bin echt spät dran, ne? Machen wir mal hier ein bisschen und dann kommen jetzt noch Toppings oben drauf. Mal gleich mal gucken, wie das Ganze aussieht. Ich mache mal jetzt nicht so viel. Okay. Jetzt kommen Toppings. Da kann man machen, was man will. Ich mache jetzt hier ein bisschen Chia. So, ich will ein bisschen mehr Chiasamen. Könnt ihr auch Haferflocken auch noch nehmen und so. Also könnt ihr echt, kann man auch noch mal schön dekorieren. Ich mache jetzt mal hier einmal so und einmal so. Kakaonips. Da hat man dann auch noch mal so ein bisschen Crunch dabei. Aber ich glaube, die Schale wird schön. Mache ich hier jetzt 2 Varianten. Eine so, eine so. So. Dann, wer möchte, auch noch ein paar Crunchy Kokoschips. So. Damit man was Crunchies hat. Oh ja, das sieht schöner aus. So sieht das auch immer aus auf Instagram. Wir machen es hier proportionell. Und ein paar Erdbeeren. Warte, mit dem Finger. Dann kann man die schöner platzieren. So, dann kriegt Baba jetzt. Also, nächste Mal auf jeden Fall für 2 Portionen, finde ich, reicht ein Acai-Tütchen. Weil ich schmecke richtig diese Acai-Beere. Das hat nämlich so einen leicht bitteren Nachgeschmack, ne? Medim, hast du schon probiert? Ja. Merkst du? Also ich finde, eine Tütchen hätte vollkommen für 2 Portionen gereicht. Das war jetzt auch viel, was wir gemacht haben. Aber es schmeckt Bombe. Nächstes Mal auch auftauen lassen. Nicht unbedingt alle gefrorenen Sachen. Ich schmecke auch ein bisschen die Avocado, ne? Ich glaube, da könnte eine halbe Avocado hätte jetzt auch gereicht. Also man kann auf jeden Fall experimentieren. Mal mit anderen Sachen so mixen. Aber ist cool. Schmeckt lecker. Immer wieder mal andere Früchte. Vielleicht auch so mit meinem Alpro, dem veganen Skia. Könnte ich mir auch gut vorstellen, damit es nochmal so ein bisschen links ist. So joghurtartiger. Ne, kann man ja auch diese Schichten machen, so wie auch bei Legendary Bowl. Ne? Bei dem war es ja aus Cashewkern. Kann man auch machen. Also man kann sehr viel experimentieren und das finde ich cool, weil mir macht sowas sehr Spaß. Also nachmachen lohnt sich auf jeden Fall. Ich bin jetzt raus aus der Physiotherapie. Ich weiß gar nicht, sieht man das? Naja. Ja, also, sieht man. Ich hab ihr gesagt, dass sich 2 Tage lang mein Gesicht wehgetan hat. Deswegen war sie heute ein bisschen sanfter mit mir. War ganz gut. Also heute war es nicht ganz so schlimm. Ist auf jeden Fall immer gut, weil ich danach merke, wie gelöster meine Kiefermuskulatur ist. Sie hat mir jetzt auch diesmal Übungen gezeigt, so wo diese Stelle ist. Also wenn ich mit dem Finger dann so reingehe, da eine Kiefermuskulatur, wo ich da so drücken kann. Ja, dass ich das täglich machen soll. Und einmal auch noch so eine Übung, wo ich den Kiefer so hier so runterdrücke, locker lasse. So sieht ein bisschen doof aus, deswegen zeige ich es jetzt nicht. Aber ja, das ist ganz gut. Das sind dann so die Übungen, die ich dann zu Hause machen kann. Und genau als ich die Sitzung hatte, kam eine Nachricht von Saturn. Der MacBook ist jetzt abholbereit. Wir müssten den ja zur Reparatur abgeben. Ich weiß nicht, ob ich das überhaupt gesagt habe. Auf jeden Fall können wir den jetzt abholen. Sehr schön, da freue ich mich. Dann können wir auch direkt aus unserem Lieblings-Sushi-Laden. Dann können wir auch da direkt auch essen. Dann haben wir das auch erledigt. Ne? Also es ist aktuell ein bisschen sehr dingslastig, so hierhin unterwegs und da, aber ja, verzeiht mir, ich hatte jetzt ein halbes Jahr kein Auto und habe die ganze Zeit zu Hause gehockt. Jetzt freue ich mich, dass ich ein Auto habe, deswegen bin ich immer sag, hier hinfahren, da was erledigen, da was machen. Deswegen gönnt mir die Zeit, dass ich ein bisschen unterwegs sein kann und mich ein bisschen drücke vor der Hausarbeit zu Hause. Ne? Vielleicht gehen wir noch zu Ikea. Wir haben nämlich ein Regal fürs Badezimmer der Mädchen bestellt. Die haben da nämlich wenig Stauraum. Haben wir über Amazon bestellt. Da wollten wir dann noch Körbe und so holen, weil das sind halt offene Regale. Das dekorieren wir dann gemeinsam. Da nehme ich euch auch mit. Aber ich weiß nicht, ob wir das noch heute schaffen. Mal gucken. Wir müssen ja auch noch irgendwann nach Hause, ne? Uns um die Kinder kümmern. Wir sind hier gerade bei Zara, weil wir hier so gerade so
wir waren halt gerade hier in der Nähe. Und ich wollte euch einmal zeigen, voll die schönen Blusen gibt es aktuell. Weil ich mag ja so, das ist genauso mein Style, diese lockeren, legeren Oversize-Blusen. Vor allem ist halt immer das Problem, so bei uns, die sich bedeckt kleiden, dass sie nicht durchsichtig sind. Und von dem Stoff her ist es sehr gut, weil es nicht durchsichtig ist, also auch perfekt für den Sommer. Und nur 25,95. Ich probiere die mal an, wie die sitzt. Mal gucken, ich bin gespannt auf jeden Fall. Sehr schöne Farben. Also der Nude Beige Ton ist auf jeden Fall sehr, sehr schön. Das Rosa ist auch schön, kann ich mir mit einer Jeanshose sehr gut vorstellen. Die fand ich jetzt auch ganz nett. Mal gucken, ich probiere die an. Mal schauen, wie die aussieht. Und so eine schöne breite Hose. Mal schauen, ich probiere die mal an. Also mit der Hose passt es jetzt natürlich nicht, aber ich finde die schön, dass die hinten eben länger geschnitten ist und vorne trotzdem so. Sieht auch gut aus, wenn man was anhat und dann zum Beispiel offen lässt mit so einer breiten, luftigen Hose. Ja, ist ganz nice. Muss ich mal gucken, ob ich aber wirklich alle 3 Farben brauche. Das ist so mein Problem, dass ich sehr gerne dann gleich, wenn mir etwas gefällt, dann in allen Farben haben muss. Weil das Regal für das Badezimmer hier oben für die Mädchen ist angekommen. Ich hoffe, da ist nichts kaputt. Das kam jetzt so ganz schön demoliert an, das Paket. Naja, mal schauen. Auf jeden Fall kommt das hier oben. Die Tür ist immer noch nicht geschnitten, ne? Hier in das Bad der Mädels. Und zwar, ja, hier haben sie nämlich Platz und die brauchen mehr Stauraum. Wäschekorb ist auch schon wieder voll. Mensch, Mensch, Mensch. Also hier kommt das hin. Die brauchen mehr Stauraum, weil die haben halt nur das und das ist nicht mehr so viel Platz. So, das ging super, super schnell und einfach. Also einfach nur mit den Schrauben daran. War nicht mal 5 Minuten. Und jetzt bauen wir noch diese Kisten. Die hatten wir ja auch von Ikea geholt. Holzkisten. Noch auf und dann wird das Ganze eingeräumt und dekoriert. Aber ist super. Von der Höhe, von der Breite. Ist genau richtig für so ein Badezimmer. Haben wir bei Amazon bestellt für, was hat es gekostet? 35 Euro? Ja, also war günstig. Super günstig, weil bei Ikea gibt es nämlich sowas auch in dünn, also so die Hälfte. Und das kostet, ich glaube, über 40 Euro, ne? Das ist von Ikea. Ja, deswegen war das jetzt viel günstiger.
einfach die Früchte auftauen lassen oder eben mehr frische Früchte nehmen. Aber es ist ja jetzt eben keine so wirklich Saison für frische Früchte. Deswegen die gefrorenen, aber ich lasse die dann nächstes Mal doch auch ein bisschen auftauen, weil, ja. Aber es ist gelungen, so sieht einmal die Schicht aus und einmal die mit den Cashew. Die sieht richtig toll aus und ich habe die schon abgeschmeckt. Schmeckt so mega. Aber ich habe in beide nochmal ein bisschen Kokosmilch reingemacht, weil, wie gesagt, war ein bisschen Struggle mit den gefrorenen Früchten. Da hat ein bisschen Flüssigkeit gefehlt. Ich denke, braucht man nicht, wenn man die eben auftauen lässt. Mache ich nächstes Mal so. Ne? Man lernt, indem man macht und lernt, aber das sieht so toll aus. Jetzt schichten wir mal alles und dekorieren und dann kommt der Taste-Test. Ich bin sehr gespannt. Ich habe die einzelnen Komponenten schon mal probiert und ich muss sagen, es schmeckt viel, viel besser. Und das ist ja nicht ganz günstig, ne? Also das, was ich letzte Mal gemacht habe, war wirklich eine Acai Bowl. Ich habe nämlich geguckt bei den Zutaten und die kostet 12,90. Die haben wir nämlich auch zusammen gegessen letztens. Und bei den Jindawi Bowl ist halt auch ein bisschen Acai drin, ne? Und bei denen mit den Heidelbeeren, was ja Malikmusa hatte, das... Blaubeeren, genau, da war ja kein Acai drin, ne? Das muss ich jetzt erstmal probieren. Krass. Ich finde es sogar besser. Ne? Miriam hat ja auch ein bisschen kritisiert, dass es sehr stark nach Banane geschmeckt hat. Die dunkle Schicht bei der Jindawi Bowl. Und diese Cashew-Erdbeer-Himbeerschicht, ich finde, die schmeckt auch viel, viel besser. Oh. Also wir brauchen nicht mehr so weit fahren, Miriam. Brauchen wir definitiv nicht. Jetzt, ich liebe das ja. Sachen nachzumachen, experimentieren. Nächstes Mal machen wir vielleicht wieder irgendeine andere Kombination. Und ich finde das so super. Deswegen liebe ich das. Deswegen muss ich eigentlich öfters. Ich bin selten unterwegs und esse woanders. Was heute Abend? Heute ist ein Girls Day nicht. Ich treffe mich mit meiner Freundin zum Abendessen. Aber ja, da freue ich mich drauf, weil ich dann selten abends mal ausgehe. Und was soll ich sagen? Ja, eigentlich muss ich öfters mal so, ne? Wir müssen jetzt mal öfters so in diese fancy Gegend und so Sachen gucken, weil ich lasse mich halt gern inspirieren und brauche das so, dass ich mal Sachen ausprobiere, weil ich dann halt immer gucke, was ist da drin und Ding, und dann mache ich es auch zu Hause nach. Also, ja, deswegen cool. Freue mich. Also, ich werde euch auf jeden Fall mal in die Infobox dann nochmal alles reinschreiben, was ich alles reingetan habe. Dann könnt ihr das auf jeden Fall nachsehen. Ja, so. Wir haben hier jetzt den Rasen wieder aufgefrischt und Samen ausgestreut. Ja. Normalerweise ist das zu früh. Du siehst ja die kahlen Stellen. Ja. Die Kinder haben hier schon früh losgelegt mit dem Fußballspiel hier. Ja. Und du siehst ja, das Rasen war ganz beschäftigt. Ja, und das ist? Vogel. Vogelscheuche. Aber ich habe gerade gesehen, der Rabe hat hier gerade schön gepickt, ja. Ne? Also ist die nicht so Dings. Die muss sich ein bisschen bewegen, diese Vogelscheuche. Naja, muss man vielleicht so einen Lüfter noch von unten machen. So gut. Okay. Oder eine zweite hier hinstellen, weil der ist ja weit weg. Ja. Du siehst ja hier, guck mal, die ganz kahle Stelle. Ja. Hier hat Adem und Ahmed Torwart gespielt. Ah, ja, da sieht man das. Und wenn du richtig rangehst, sind da die Samen drauf. Jetzt ja, das sieht man. Ja. Ja. Eigentlich zu früh für sowas, aber... Was heißt zu früh? Ist noch zu kalt? Normalerweise ja, aber passiert nicht. Vielleicht da hinten ist ja die Gerümpeldings. Jetzt fängt ja wieder die Gartenarbeit an, ne? Gartenarbeit. Herr Themis. Ja. Wollen Sie das denn vloggen für uns? Was hast du da? Gelbtafeln? Gelbtafeln, das sind so eine Tafeln, die, wenn man die Dings abzieht, zeige ich dir gleich jetzt. Die macht man früh genug ran, bevor die Fliegen ihre Eier ablegen. Ja, weil wir haben ja hier unser Wildbeeren-Ecke, ne? Mit ganz vielen Brombeeren und die sind sonst leider mit Würmern befallen und da haben wir uns alle geekelt, die dann zu essen. Da muss man früh genug loslegen mit den Tafeln, sonst sind die Eier schon in der Pflanze drin und dann ist es vorbei. Dann ist nachher in der Frucht drin. Ja. Da zieht man jetzt hier dieses Weiße ab und jetzt ist das klebrig. Wenn die diese Tafeln sehen, die Fliegen, kleben sie daran fest und kommen nicht zu Eierplage.
Und diese gelben Tafeln sehen aus wie, die ziehen sie an, ob das jetzt eine Pflanze wäre in dem Sinne. Okay. So. Habe ich diesmal ein paar mehr gemacht als letztes Jahr. Eigentlich hat es letztes Jahr auch gut geklappt. Ja. Weil wir das wirklich früh genug. Ja, und ist das schlimm, dass hier noch diese ganzen Reste dran sind? Hätte man das abschneiden müssen? Nee. Ah, okay. Das siehst du alles nachher. Hier war ja auch dieser Himbeer. Ist das der Himbeerstrauch gewesen hier? Wir hatten doch so einen Himbeer auch hier eingepflanzt, ich glaube, ne? der ist noch am Wachsen hier hinten. Ah, okay. Aber diese, Oder doch, der ist da hinten. diese Brombeeren Da ist ja die Tafel. waren ja schon hier, als sie eingezogen sind. Brombeere da hinten. Ja. Da ist ja die Tafel. Ach so. Auf dem Boden. Ja. Okay. Ja. Ja, schön. Dann hoffen wir mal dieses Jahr schöne Brombeeren ohne Würmer. Man muss es wirklich. Dann kann ich auch Marmelade machen. Ja. Man muss es wirklich früh genug machen. Dein Outfit passt auch sehr gut zur Umgebung. Danke. So, und dann geht es hoffentlich dieses Jahr wieder los mit Gemüse einpflanzen. Wenigstens ein kleines Gemüsebeet wollen wir dieses Jahr machen. Letztes Jahr wegen Urlaub hat es ja nicht geklappt. Ja, das war schade. Meine Lieben, an dieser Stelle beende ich den Vlog. Ihr hattet ja kurz gesehen, ne? Wir waren ja da im Fernsehen zu sehen. Ich hatte das ja auch angekündigt. Ne? Wir hatten ja 3 Folgen auf Vox gehabt. Die Sendung hieß ja Mehr geht nicht. Und falls ihr das nicht gesehen habt, kann ich es euch gerne nochmal in die Infobox verlinken. Das kann man nochmal nachschauen. Die 3 Folgen. Heute ist übrigens Freitag. Also heute läuft auch die letzte Folge, die wir uns angucken. Und ja, ich mache hier Schluss mit dem Vlog und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten wieder. Ja, wer mir auch auf Instagram folgt, was ihr gerne machen könnt, der hat wahrscheinlich mitbekommen, dass wieder was passiert ist. Ja, eine unschöne Sache, die leider seit vielen Jahren so geht und ich werde auf jeden Fall ein separates Video darüber machen, denn ich denke, ich muss dieses Thema endlich mal ansprechen, weil ich weiß auch, dass es viele Eltern und viele Kinder betrifft. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.